Hallo allerseits. Heute schauen wir mal wieder mal in einen Bausatz rein, und zwar die ASU 85 Modell 1970 von Trompeter 1:35. Wie ihr wisst, steht demnächst ja ein Group-Build an, den Storm 22 TPT und ich zusammen sozusagen initiiert haben, und wenn ihr Lust habt, könnt ihr da gerne dran teilnehmen. Das sollte jetzt so übernächste Woche langsam mal anfangen. Es gibt kein genaues Start- und Enddatum, einfach jetzt nächsten Wochen und Monate wird es mal so ein bisschen laufen, und ihr seid alle herzlich dazu eingeladen, wenn ihr Lust habt, da mitzumachen. Von Trompeter gibt es zwei Bausätze, einmal 1970 Version und dann glaube ich 1958 oder 1956, ich habe es nicht genau im Kopf. Sind eigentlich relativ ähnlich, unterscheiden sich halt nur in kleinen Details. Also gut, dann schauen wir mal rein. Seht ja, die Schachtel an sich ist relativ klein, aber prall gefüllt, also eigentlich schon fast zum Überlaufen. Alles ist sehr sicher eingepackt, hier auch mit ein bisschen Schaumstoff geschützt, und Ober- und Unterwanne sind hier in so einem separaten Fach drin. Das ist sehr löblich, so werden unnötige Beschädigungen vermieden. Dann werfen wir mal einen Blick auf die Bauanleitung. Hier sind ein paar Sicherheitshinweise, Zeichenerklärungen, eine kleine Anleitung, wie man Abziehbilder aufträgt. Braucht man alles nicht unbedingt. Und hier hat es ein Diagramm mit allen enthaltenen Gießästen. Das ist immer sehr gut, um die Übersicht zu behalten. Und dann geht's los. Wie bei Panzern üblich geht's mit den Rädern los. Ja, auch ein paar Fototeile kommen zum Einsatz. Also die Bauanleitung macht einen sehr übersichtlichen Eindruck. Also es sollte auch Anfänger nicht vor allzu große Probleme stellen. Naja, die Ketten, das ist immer ein bisschen der nervige Part, aber soweit ich das gesehen habe, die Ketten machen jetzt nicht den schlechtesten Eindruck. Ja, typisch Trompeter. So mögen wir das. Also interessant ist eigentlich an dem Fahrzeug die Form, deswegen möchte ich das auch bauen. Das erinnert mich schon ein bisschen stark an die Jagdpanzer im Zweiten Weltkrieg. Und es ist eigentlich dann kein Wunder, dass mir das gefällt. Ja, okay, hier ist ein bisschen verwirrend, aber auch machbar, wenn man sich ein bisschen näher mit beschäftigt. Und hier das fertige Modell. Als Bemalungsanleitung liegt hier so ein farbiger Zettel bei. Wie so ein Spektrumpeter auch, wird nie näher beschrieben, was für eine Einheit oder was für ein Jahr das eingesetzt wurde. Da hat es auch eine kleine Farbtabelle, die bezieht sich auf die gängigen Farben: Mr. Hobby, Vallejo, Model Master, Tamiya und Humbrol. Ja, einfach in grün. Das wird ein russisches Fahrzeug sein. Und dann hat es die zweite Variante, das sieht nach einer polnischen Variante aus. Auch einfach nur in grün. Ich bin jetzt auch nicht der Experte auf dem Gebiet. Vielleicht gab es da auch abgetannte Fahrzeuge. Das wäre vielleicht ganz interessant. Da werde ich noch ein bisschen nachforschen, was ich da genau mit dem Kit anstelle. Hier der kleine Abziehbilderbogen. Ihr seht, sie sind sauber gedruckt. Das einzige, was mich stört, ist, dass sie ein bisschen stark glänzen. Ich weiß nicht, ob das später ein Problem darstellen wird oder nicht.
Das wird sich noch zeigen, aber also der erste Eindruck ist schon mal recht gut. Dann liegt hier auch noch ein Stückchen Glassichtfolie bei, das wird für diverse Optiken verwendet, und noch ein Bogen Fotoads-Teile. Das ist natürlich immer schön, gerade für so Gitter und so, für die Lüftergitter sehr hilfreich. Mir fällt das auf im Vergleich mit anderen Fotoads-Teilen, dass bei Trompeter die Platinen immer sehr dick sind. Finde ich jetzt aber nicht unbedingt ein Nachteil. Dann liegt hier auch noch ein Stück Drahtseil bei, dass man dann das Abschleppseil verwenden kann. Von diesem Kupferdraht bin ich immer nicht so überzeugt. Das hatte ich schon ein paar Mal. Finde es immer ein bisschen störrisch, das zu drapieren. Aber vielleicht habe ich mir auch nicht wirklich Mühe gegeben. Also die Abschleppseile, die bei den Dragon-Bausätzen immer dabei sind, die sind hervorragend. Dann schauen wir uns mal die Bauteile an. Hier die Oberwanne. Ja, schöne Nietendetails. Hinten der Lüfter sieht auch schön aus. Und hier vorne die Schweißnähte sind wirklich hervorragend wiedergegeben. Also wenn man die selber an dem Modell macht, dann hat man da Schwierigkeiten, dass die so gut aussehen. Also das gefällt mir sehr gut. Die Unterwanne, ja, ist jetzt nicht so viel zu sehen, aber an der Unterseite Wahnsinn. Also da haben sie sich echt Mühe gegeben. So eine interessante Form, ich weiß jetzt nicht, warum das da so geriffelt ist, aber das sieht doch sehr sauber aus. Ja, es liegt auch wieder dieser typische Abschleppbalken bei. Sitzt jetzt auch ein bisschen Slash dran. Der ist diesmal in dieser Form wiedergegeben. Ja, ist auf jeden Fall eine gutes Ausgangsteil. Würde ich auf jeden Fall noch ein bisschen mit Spachtelmasse und so verbessern, damit es einfach rauer wird und man auch später die Klebenaht nicht so sieht. Jetzt eine relativ schöne Holzstruktur. Und jetzt, abgesehen von dem Flash an diesem Teil und den Holzbalken, ist alles sehr schön gegossen. Die beiden Gussäste liegen jeweils doppelt bei. Wenn man einmal haufenweise Räder, Achsen und so weiter. Ich weiß jetzt nicht, inwiefern das korrekt ist, dass hier an den Laufflächen diese Schwellen dran sind rundum. Das werde ich nur nachschauen, aber ich denke mal, es wird schon sehr Bewandtnis haben. Ja, aber hervorragender Guss. Hier auch äußerst filigrane Teile. Da war zum Beispiel dieser Schaumstoff rundwickelt, damit nichts kaputt geht. Also vorbildlicher Bausatz. Vor allem für das Geld. Wenn man da überlegt, was da Dragon verlangen würde, oder Tamiya. Jawohl, schwere Maschinengewehr. Das sieht doch sehr hübsch aus. Ja, jetzt wird ein kleines bisschen Flash. Aber das kann man wegkratzen. Und muss sagen, im Großen und Ganzen, bis auf wenige Ausnahmen, ist da der Guss wirklich perfekt. Ja, Kommandantenkuppel. Auch sehr schön.
So, und zuletzt noch die Ketten. Ihr seht, sind noch einige Gussäsche. Also das macht auch einen sehr schönen Eindruck. Und positiv fällt mir auf, dass es nur 3 Angussstellen gibt. Also die sollten sich sehr schnell auslösen lassen. Und was ich so gehört habe, sind die Trompeterketten einwandfrei. Also nicht so wie die von Hobbyboss, wo man jetzt mal halben Nervenzusammenbruch bekommt. Also das macht einen sehr guten Eindruck. Hat man schon mal nicht so viel Arbeit beim Auslösen und Versäubern. Das ist wieder mal das Trompeter rundum sorglos Paket zum äußerst attraktiven Preis. Der Bausatz kostet so, glaube ich, 20, 21 Euro. Also sehr günstig und man bekommt eigentlich auch schon Ätzteile und alles. Also sehr löblich und die Qualität überzeugt mich auf jeden Fall schon mal auf den ersten Blick. Und ich bin mir sicher, wenn ich das baue, wird sich das auch so fortführen. Weil die letzten Trompeterbausätze wie der T62 zum Beispiel waren grandios. Und ich denke mal, das wird sich eher noch verbessern als verschlechtern. Eine Sache, die ich auch noch nachschauen werde, ist hier vorne an der Blende. Da ist jetzt im Bausatz und auch auf dem Bild keine Abdeckplane zu sehen, kein Regenschutz. Ich denke aber, dass Fahrzeuge im Einsatz die wahrscheinlich hatten. Ich glaube, da gibt es diverse Resin-Teile, da werde ich mir vielleicht eins zulegen. Oder ich denke mir, ja, russische Panzer baue ich nicht so oft, also lasse ich es vielleicht weg, mal schauen. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen den Mund wässrig machen. Das war auch ein bisschen Sinn und Zweck der Übung hier, dass ihr ja auch mitmacht bei uns im Group-Bild. Haben sich schon ein paar Leute gemeldet, also falls ihr jetzt den Bausatz euch zulegen wollt, dann könnt ihr das tun, und wenn ihr Lust habt, benachrichtigt Storm22 TBT oder mich, damit wir auch wissen, dass ihr dabei seid, damit wir uns das dann auch anschauen können, weil das ist ja Sinn und Zweck vom Group-Bild, dass man ja ein ähnliches Thema oder sogar einen ähnlichen oder gleichen Bausatz hat und man den zusammenbaut und sich eben gegenseitig hilft und sieht, was die anderen machen, um sich da eben was Hilfreiches abschauen zu können. Gut, dann sehen wir uns im nächsten Video. Euer Hamilcar Farkas.